Schwere Zeiten für Nugget-Interessierte und Nugget-Besteller. Ford hat Ende der letzten Woche einen weiteren Produktionsstopp für seine Pkw-Werke in Deutschland angekündigt. Im Ford-Werk Saarlouis wird voraussichtlich bis 7. Juni nicht produziert und im Kölner Stammwerk wird die Produktion sogar bis zum 9. Juli komplett eingestellt. Viele der Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit gehen. Die Einschränkungen betreffen auch den Transit und den Ford Transit Custom, der ja in der Türkei gebaut wird und als Basis für den Ford Nugget dient. Was es alles damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Video. Ich nenne euch 7 Fakten zu der aktuellen Situation. Nach dem Intro geht's los. Fakt 1. Ab heute, dem 7.5.2021, gibt es einen Bestellstopp für alle Ford-Freizeitfahrzeuge. Das heißt auch für den Nugget und für alle anderen Basisfahrzeuge, die an die diversen anderen Aufbauhersteller gehen. Und zwar vorübergehend, ohne dass mir ein Datum für das Ende des Bestellstopps genannt werden konnte. Es gibt aber Vermutungen, dass das vielleicht sogar bis zum Caravansalon 2021 anhalten könnte und das wäre schon ganz schön krass. Der Bestellstopp ist notwendig geworden, um die Orderbank bei Ford nicht überlaufen zu lassen. Es gibt auch Gerüchte, dass die gesamte Produktion bis zum Jahre 2022 bereits ausverkauft ist. Die verantwortlichen Abteilungen und auch die Mitarbeiter von Ford haben erst sehr kurzfristig von diesem Produktionsstopp erfahren. Es scheint so, als wenn die Ford-Vorstände das Ganze möglichst lange herauszögern wollen. Das Problem ist aber, dass viele kleinere Ford-Händler und auch viele Zulieferer da ganz schön in arge Bedrängnis kommen könnten. Denn die werden jetzt sicherlich auch den einen oder anderen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Fakt 2. Die Produktion vom Ford Transit und Transit Custom in der Türkei ist schon seit Mitte April gestoppt. Durch ein Vorziehen der Werksferien in der Türkei und auch bei der Freiwoche zum Zuckerfest nach Ende des Ramadans Mitte Mai wird die Produktion in der Türkei voraussichtlich Mitte Juni wieder hochgefahren. Das hängt aber auch davon ab, wie sich die Liefersituation von den Halbleitern darstellt. Fakt 3. Die Gründe für den Produktionsstopp in der Türkei und auch in der Pkw-Sparte bei Ford hängt mit der weltweiten Chip- und Halbleiterkrise zusammen. Beim Transit und Transit Custom im Speziellen liegt es auch daran, dass Bauteile für die Multimedia-Einheit im Fahrzeug nicht geliefert werden können. Dort sind aber auch unter anderem sicherheitstechnische Einrichtungen mit verbaut, wie zum Beispiel der Notrufassistent. Ohne den kann der Wagen nicht gebaut werden. Die Nachfrage nach Halbleiterkomponenten ist bei allen Fahrzeugherstellern und in vielen anderen technischen Branchen momentan extrem hoch. Zusätzlich kam es dieses Jahr im Frühjahr bei einem großen Halbleiterlieferanten in Japan zu einem verheerenden Brand und dadurch wurde die Lieferkette noch stärker eingeschränkt. Experten vermuten, dass sich die Engpässe noch weit bis ins Jahre 2021 hinausziehen können. Fakt 4. Die Lagerflächen in Rehda Wiedenbrück bei Westfalia sind aktuell total voll und es wird auch noch im Dreischichtbetrieb am Ausbau des Nuggets gearbeitet. Normalerweise ist ein Ford Transit Custom ca. 6 bis 7 Wochen bei Westfalia in Rehda Wiedenbrück zum Ausbau und wird danach an die Kunden zum Ford-Händler überstellt. Aktuell kommt Westfalia kaum hinterher. Die scheinen wohl voll auf Anschlag zu fahren. Wie lange die dritte Schicht in Rehda Wiedenbrück bei Westfalia aufrechterhalten werden kann, ist mir unklar. Denn irgendwann werden aus der Türkei keine Transit Customs mehr nachkommen, wegen des Produktionsstopps. Wahrscheinlich stehen irgendwo noch gebaute Transit Customs herum und warten darauf, zu Westfalia angeliefert zu werden. Fakt 5. Eigentlich lief es schon besser als in den letzten Jahren. Denn durch Veränderungen in der Logistikkette und auch der Einführung der dritten Schicht bei Westfalia konnten viele Nuggets deutlich schneller geliefert werden als ursprünglich geplant. Einige Nuggets, die auf dem Caravansalon 2020 bestellt wurden, konnten dadurch deutlich früher zu Westfalia angeliefert werden, ausgebaut werden und anschließend auch den Kunden übergeben werden. Aber leider ist das wohl jetzt schon wieder hinfällig. Das ist sicherlich ein großes Ärgernis, zumal viele in den Foren geschrieben haben, dass auch sie um den Caravansalon 2020 ihre Nuggets bestellt haben und allerdings heute immer noch auf die Lieferung warten. Aber Corona und diese bescheuerte Halbleiterkrise sind nun mal real und wir müssen uns alle damit abfinden. Zuletzt wurden Lieferzeiten von 12 Monaten beim Nugget genannt. Das ist nicht ungewöhnlich, denn auch bei vielen anderen Aufbauherstellern und Caravan-Herstellern sind die Lieferzeiten ähnlich lang oder teilweise sogar noch länger. Im Netz habe ich teilweise sogar schon von 24 Monaten Lieferzeit gelesen. Und das ist wirklich verrückt. Und ich glaube schon, dass Ford und Westfalia alles daran tun, um die Fahrzeuge möglichst schnell an die Kunden zu liefern. Ich finde es schon bemerkenswert, dass in der aktuellen Corona-Krise und auch bei dem Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben, es trotzdem möglich ist, viele qualifizierte Mitarbeiter zu finden, um bei Westfalia eine dritte Schicht aufzubauen. Und in meinen Augen hat es ja keinen Zweck, möglichst viele Autos in kurzer Zeit rauszuhauen, denn die Qualität soll ja auch noch stimmen. Und sie soll sogar besser werden. Fakt 6. Viele schimpfen auf die Ford-Händler. Und jetzt muss ich mal eine Lanze für die Ford-Händler brechen.
Denn die können in der Regel am wenigsten für die ganze Misere. Es ist oftmals absolut unangemessen, dem Ford-Kundenbetreuer die Schuld in die Schuhe zu schieben. Dazu kommt auch noch, dass man immer wieder mal hört, dass die Kommunikation zwischen Ford und Westfalia durchaus verbesserungswürdig ist. Die Ford-Händler würden wahrscheinlich aktuell besser fahren, wenn sie gar keine Lieferprognosen rausgeben, obwohl das auch schwierig ist. Denn wer kauft ein Auto, ohne zu wissen, wann man es ungefähr bekommt? Für die Ford-Händler ist die aktuelle Situation aber auch ziemlich bescheiden. Denn die müssen die Basisfahrzeuge bezahlen, wenn die bei Westfalia in Reda-Wiedenbrück zum Ausbau angeliefert werden. Also lange bevor wir, die Kunden, die Fahrzeuge letztendlich übernehmen müssen. Das heißt, sie müssen hier in Vorleistung treten. Die Händler sind also durchaus daran interessiert, dass die Lieferung von Westfalia zum Kunden, also zum Ford-Händler, zügig vorangeht. Gerade für die kleinen Ford-Händler kann das aber durchaus zum Problem werden, wenn der Wagen so lange bei Westfalia steht. Denn für die ist die finanzielle Belastung doch manchmal gar nicht zu stemmen. Da kann man also durchaus verstehen, wenn so mancher kleine Ford-Händler sagt, dass er lieber keinen Nugget verkaufen möchte. Fakt 7. Aktuell ist der gesamte Markt an Freizeitfahrzeugen total leer gekauft. Das gilt auch für den Nugget, denn der ist momentan wirklich sehr stark nachgefragt. Ford wollte eigentlich dieses Jahr 5000 Nuggets produzieren und in ganz Europa verkaufen. Daraus wird wohl nichts. Es gibt also keine Neufahrzeuge auf dem Markt und der Gebrauchtmarkt ist auch wie leer gefegt. Es werden Mondpreise für gebrauchte Nuggets und Camper bezahlt. Und manchmal schlagen sich die Leute förmlich um die gebrauchten Fahrzeuge und überbieten sich gegenseitig. Auch für Selbstausbauer wird es schwieriger, denn auch die Holzpreise explodieren. Es ist alles total wahnsinnig im Moment. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass eure bestellten Nuggets möglichst schnell ausgeliefert werden und der Bestellstau schnell abgearbeitet wird. Und hoffentlich geht es dann im Laufe des Jahres wieder mit neuen Bestellungen weiter. Ja, und das war's auch mit den Informationen, die ich euch zu dem Thema in der aktuellen Situation geben kann. Nutzt doch mal die Kommentarfunktion unter dem Video und schildert mal eure Situation. Habt ihr ein Nugget bestellt oder wolltet ihr gerade ein Nugget bestellen? Wie sieht es überhaupt aus mit der Lieferung? Wie lange wartet ihr schon? Schreibt gerne mal unten rein, aber tut mir einen Gefallen, bleibt fair und sachlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr noch kein Abonnent unseres Kanals seid, würden wir uns natürlich auch über jedes neue Abo freuen. Das Abo ist für euch natürlich kostenlos. Und wenn ihr zusätzlich noch auf die Glocke klickt, dann werdet ihr immer informiert, wenn es von uns ein neues Video gibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, ciao!